Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie ihr Gewürze und Zutaten gut im Wohnmobil aufbewahren könnt? Ich habe da ein paar Ideen. Zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit. Herzlich willkommen und hallo in und bei Vier Reifen ein Klo. Denn jetzt trifft ja beides zu, wir sind ja auch drin. Ja, ich habe auch seit Jahren immer wieder beobachtet, dass viele halt Probleme haben mit der Gewürzaufbewahrung in diesen engen kleinen Fahrzeugen und darf nicht schwer sein, muss platzsparend sein und ähnliches. Ich habe mir da auch die ganzen Jahre immer wieder Gedanken gemacht und immer wieder optimiert und verändert und ich brauche nun mal auch immer ganz viele Gewürze. Und da habe ich dann vielleicht mal einige Ideen, die ich euch vorstellen möchte, die vielleicht die ein oder andere Idee bei euch auch passend ist und ihr die vielleicht auch umsetzen könnt und ihr dann sagt, ja, da habe ich noch nicht dran gedacht und das ist dann vielleicht ganz praktisch für mich, weil viele sind ja auch im Van unterwegs oder manche mit dem Zelt, die einen wie ich hier mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen. Der Platz ist immer anders. Also es ist mittlerweile unser drittes Wohnmobil und ich muss sagen, es war immer anders. Ich musste immer wieder neu umdenken, wie organisiere ich mich, wie schaffe ich die Gewürze bei und ähnliches. Ja, und ich habe auch in der Vergangenheit sehr häufig schon mal ein Foto von unserer Küche auf Facebook präsentiert und da haben mich auch immer viele Leute gefragt, Bianca, was hast du denn da für Gewürze hängen und das sieht so platzsparend aus. Und das möchte ich euch jetzt mal alles vorstellen. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt, die ich euch jetzt mal vorstelle. So, wir beginnen einfach mal mit dem oberen Teil. Das sind Gläser, das sind die von Silvi. Die haben halt einen sehr starken Magneten hier dran. Und die kann man halt natürlich mit einer entsprechenden Magnetplatte, die dabei geliefert wird, kann man die halt hier befestigen. Die sind wirklich sehr, sehr stark dran. Wir sind auch schon über Pflastersteine gefahren. Und zwar über wilde, wilde Pflastersteine, nämlich mitten irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Und die haben echt gehalten. Das war echt cool. Ja, das sind die halt von Silvi. Das ist Silvi. Und ihr bekommt natürlich auch solche Platten dabei, die ihr ankleben könnt. Sind 3M-Klebeplatten. Und die könnt ihr halt dran machen, wo ihr möchtet. Die gibt es mittlerweile nicht nur in Glas, sondern auch in Weiß und in Schwarz. Ich habe die auch schon in Schwarz. Die sehen natürlich sehr stylisch aus, ne? Muss man ja sagen. Die sind aber für drinnen gedacht, das heißt für meine Studioküche, dass ich die da irgendwo dran machen kann. Die sind halt nicht fürs Camping nur, aber die sind fürs Camping prädestiniert. Silvi ist ja auch eine Firma, die sich halt für Boot- und Campingbereich spezialisiert hat. Da, wo alles wackelt und klappert und umfällt und irgendwo dran gemacht werden muss, da ist Silvi sehr gut. Kann ich euch empfehlen. Guckt da einfach mal rein. Da gibt es auch viele verschiedene andere Produkte, nicht nur Gewürze, sondern halt auch Gläser und ähnliches. Ja, wie gesagt, das ist natürlich für mich richtig klasse. Ich muss auch sagen, auch wenn ich hier koche und es wird warm hier, da klebt nichts an, sondern es bleibt wirklich alles locker, flockig da drin. Auch der Zucker bleibt da drin. Ich habe jetzt in diesem Bereich die Gewürze gemacht, die ich sehr häufig verwende, die ich sehr häufig brauche. Und das ist halt für mich immer dann sehr zugriffsnah, wenn ich hier am Kochen bin. Dann haben wir noch die Möglichkeit, mit Magnetwände zu arbeiten, mit Metallwände. Das heißt, ihr habt diese Dosen, die haben hinten einen Magnet, die sind aus Metall, die kennen viele von euch mit Sicherheit. Die haben ja diesen Streuer hier und auch einen großen Streuer und die laufen auch nicht aus, da braucht ihr keine Angst haben, die sind uns auch nie abgefallen. Also ich habe jetzt 2 gefüllt, weil ich habe das hier dran gemacht, weil es ist ein schöner Platz. Es ist ein schöner Platz für eine Magnetwand und für Gewürze oder so. Aber ich habe die Idee, ich glaube, ohne mein Gehirn gemacht, weil, wenn man die Tür aufmacht, guckt, was passiert. Nicht praktisch, oder? Ja, das ist natürlich richtig intelligent dran gemacht. Also, ja, es ist immer noch in Ordnung, aber ich kann halt nicht alle Gewürze dran machen, die da eigentlich dran sollten. Gut, da muss man vielleicht noch darauf achten, ist vielleicht ein Tipp von mir. Wenn ihr sowas habt, guckt, ob eure Schränke wieder aufgehen. Dann ist alles gut. Ja, dann können wir mal in die kleinen Fahrzeuge oder in die kleinen Küchen, so wie meine ja eigentlich. Die ist ja echt winzig. Da gibt es nämlich auch Sachen, wo echt platzsparend ist. Und das auch in kleinen Fahrzeugen, in jedem Fahrzeug geht. Das sind zum Beispiel sowas.
Ja, die könnt ihr hier halt einfach rausklemmen, die könnt ihr reinmachen. Da passen halt diese Gewürze rein. Ich habe welche von Osman oder Merkorn, da gibt es ja auch Fuchs oder was weiß ich für Dosen es alles gibt. Die sind alle standardisiert. Das heißt, die Dosen haben alle die gleiche Größe und die passen da super, super rein. Die klebt ihr einfach nur mit so einem Streifen, den könnt ihr hier abmachen und die könnt ihr auch trennen. Die sind in einem 4er oder 5er Pack, ich weiß nicht mehr genau. Die könnt ihr natürlich dann dahin kleben, wo es euch passt, wo es euch die Größe mäßig. Ich hätte zum Beispiel jetzt noch hier in dieser kleinen Seite Platz und könnte einfach nur einen nehmen und könnte die dahin packen. Passt super. Die stören auch nicht und die halten auch. Genauso wie die Magnete hier halten und auch diese Befestigung. Es rutscht nichts raus, es fällt nichts raus. Auch beim Fahren. Ich habe die jetzt schon so lange hier hängen und kann wirklich sagen, das hält bombastisch. Ein Tipp noch für diese Halterungen, wenn ihr euch die besorgt. Es gibt verschiedene. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht. Die haben hier Nasen dran und die nicht. Ich zeige euch jetzt mal, warum diese Nasen sehr, sehr wichtig sind. Und zwar habt ihr hier die Nasen und ihr könnt das einfach dranhängen. Dann habt ihr hier, und es geht nicht. Ihr kriegt es echt nicht rein. Ihr müsst die Dinger dann aufquetschen und reinmachen. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? Deswegen achtet darauf, dass ihr da so Nasen dran habt. Und ihr die dann auch perfekt rein und raus bekommt. Ja, ich verlinke euch das nochmal. Alles, was ich hier vorstelle, verlinke ich euch in der Beschreibung. Und dann könnt ihr selber mal nachschauen, was für euch das Beste ist. Ja, ich habe auf meinem Blog einen Beitrag, der ist auch schon, glaube ich, von 2015. Da geht es um Tic-Tac-Dosen. Ich habe nämlich damals aus Tic-Tac-Dosen Gewürzdosen gemacht. Super Idee, muss ich euch sagen. Wirklich ganz praktisch. Und es gibt mittlerweile auch große Tic-Tac-Dosen, kleine Tic-Tac-Dosen, winzige Tic-Tac-Dosen. Und da habe ich Magnete dran geklebt. Und in meinem ersten Wohnmobil hatte ich die dann auch da an der Wand. Den Beitrag verlinke ich euch in der Beschreibung und gleich in dem i oben. Aber pfiffige Hersteller kamen auf die Idee und haben solche Dosen gemacht. Ja, ist natürlich Tic-Tac-Dosen ähnlich, ne? Und die könnt ihr natürlich aufmachen. Der ist jetzt noch leer. Das geht schon wieder los. So. Und dann könnt ihr streuen und das Große rausholen. Ist super stabil gemacht. Und ist in einem Halter, kommt das ganze Teil. Das heißt, ihr habt hier auch einen Halter drin. Ich habe jetzt schon Salz, Pfeffer und Paprika da drin, einfach mal zur Veranschauung. Und die restlichen könnt ihr natürlich füllen, wie ihr möchtet. Viele haben ja nicht viele Gewürze mit. Viele reicht ja auch 6 Stück. Oder ihr kauft einen zweiten, dann habt ihr 12. Für viele reicht es einfach. Und da muss man halt für sich abwägen, wie viele Gewürze brauche ich, was sind meine wichtigsten und brauche ich überhaupt irgendwelche anderen Sachen. Das kann man immer noch im Nachhinein machen. Ja, das ist eigentlich auch super für die kleine Campingküche. Und was ich auch persönlich immer draußen habe, das heißt, ich möchte ja nicht immer rein und raus gehen, wenn wir draußen grillen oder ich draußen was koche. Ich habe mir eine kleine Kiste selber zusammengestellt. Und zwar mit so Reagenzgläsern. Und es ist auch nicht so, dass die so schnell kaputt gehen oder so, da braucht ihr echt keine Angst haben, sondern die sind immer streufähig und richtig praktisch. Ich habe so eine Ikea-Kiste damit und die kann ich immer rein und rausnehmen. Da habe ich alle Gewürze drin in kleinen Mengen. So wie es draußen halt auch, wenn wir grillen oder wenn ich da am Kochen bin, dass ich nicht immer reinflitzen muss und sagen muss, ah, ich habe schon wieder meinen Pfeffer vergessen, ich habe schon wieder den Majoran vergessen. Also habe ich alles dabei in so einem kleinen Teil, kann es auch immer schön verstauen, weil das ist auch nicht schwer und dann passt das schon. Ja, zum Beschriften der einzelnen Gewürze, da gibt es entweder Etiketten, die ihr euch kaufen könnt, die kriegt ihr in Unmengen im Internet. Oder wer die Lust hat, kann sich dann auch selber Etiketten machen, wer die Möglichkeit hat. Das sind übrigens auch noch sehr nette Dosen, die sind aus Metall. Die haben nämlich noch eine Haube drauf, damit alles aromatisiert bleibt. Sind auch sehr leicht. Und wer da die Möglichkeit hat, die irgendwo hinzustellen, weil der Schrank das hergibt, die sind auch noch ganz nett und ganz leicht. Ja, das sind eigentlich die Gewürze, um alles beieinander zu haben. Ich habe es dann auch so gemacht, dass ich wirklich die Gewürze habe, die ich wirklich immer und ständig brauche. Zwischendurch fliegt mal wieder ein Gewürz raus, was ich vielleicht nur einmal gebraucht habe. Und dann ist wieder gut. Ja, das waren jetzt die kleinen Gewürze. Noch was ist denn mit
Mehl, Zucker. Wo bewahre ich das denn auf? Das zeige ich euch jetzt. So, die großen Gewürze bzw. Backzutaten und sowas, da habe ich mir nämlich was anderes ausgedacht. Und zwar habe ich hier so eine Kiste mit vielen verschiedenen Sachen, die ich immer so regelmäßig brauche. Ja, die ich zum Backen brauche oder dann auch, wenn es mehr ist wie Paniermehl oder so. Ich habe wirklich Paniermehl auch zwischendurch unterwegs mit und mache echt Schnitzel. Ja, aber dann benutze ich halt diese MyZip-Beutel. Die sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern die sind wirklich super, super lustig. Das sind Druckverschlussbeutel, die ihr hier aufmachen könnt. Schön weit öffnen. Unten kann man die auch noch mal auseinanderfalten, sodass ihr dann auch hier eine weitere Fläche habt. Das heißt, es ist alles breiter und es passt echt viel rein. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Größen. Und da ist eigentlich für alles Mögliche, was ihr so unterwegs haben müsst, dabei. Ja, Mehl und Zucker habe ich allerdings in anderen Behältern gepackt. Da habe ich halt so Dosen genommen, weil da passt halt Mehl und Zucker halt besser rein als in solchen Zipbeuteln. Und das brauche ich auch öfter als das, was ihr jetzt hier in den Kisten seht. Ja, das war einmal die Vorstellung, wie ich vor allem Gewürze aufbewahre. Wie gesagt, ich habe nicht alles mit hier im Fahrzeug. Ich habe nicht mehr die Magnete mit und ich habe auch nicht die kleinen, ich sage mal, Tic-Tac-Dosen mit oder sowas, sondern für mich ist wichtig, das, was ich über den Herd hängen habe, die Silvi-Dosen oder auch rechts neben dem Fenster, denn diese große Auswahl. Ich brauche halt viele Gewürze und ihr müsst gucken, wie viele Gewürze ihr dann braucht. Also das war meine Vorstellung, wie ihr halt irgendwelche Sachen gut aufbewahren könnt. Vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei. Vielleicht war auch die ein oder andere Idee für euch sinnvoll. Würde mich freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mal schreibt, was für Ideen ihr so umgesetzt habt. Weil vielleicht, es gibt mit Sicherheit auch was ich noch nicht kenne. Und das gebe ich auch immer gerne weiter. Es gibt immer Leute, die wirklich händeringend nach solchen Sachen suchen. Und es gibt so viele verschiedene Modelle und Campingarten, wie auch Zelt oder sowas, die sind wieder ganz anders unterwegs. Und da ist natürlich immer sinnvoll so ein kleiner Austausch. Ja, im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich mich in meiner Küche eigentlich organisiere. Das heißt, wie arbeite ich dort eigentlich? Es ist ja sehr klein, sehr eng. Und das zeige ich im nächsten Video.